Viele Mandanten, die ins steuergünstige Ausland umgezogen sind, sich dort steuerlich optimiert haben, vielleicht eine Gesellschaft gegründet haben, kommen nach ein paar Jahren zu dem Schluss, dass sie vielleicht mal für einen längeren Zeitraum in ein Hochsteuerland umziehen wollen. Vielleicht Frankreich, Italien, Spanien, USA, England. Da gibt es ja jede Menge interessante Länder. Gründe dafür können sein, vielleicht geschäftliche Opportunities, geschäftliche Möglichkeiten, aber auch Familie oder einfach Lifestyle-Gründe, weil man eben den Lifestyle in einem bestimmten Land besonders schätzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du erreichen, dass du bei einem solchen Umzug in ein Hochsteuerland dann auch in diesem Hochsteuerland wenigstens vorübergehend steueroptimiert leben kannst und im Grunde genommen Geld aus deiner Auslandsgesellschaft dorthin überweisen kannst, ohne dass du dann hier sehr hohe Steuern bezahlen kannst. Und wie man das machen kann, das will ich dir heute in diesem Video erzählen. Also, heute soll es um das Thema gehen, wie bekommt man Geld steuergünstig aus seiner Auslandsgesellschaft in einem niedrig besteuerten Land heraus in ein Hochsteuerland. Voraussetzung, dass das Ganze für dich funktioniert, ist, dass du heute, also momentan, in einem Niedrigsteuerland wohnst, weil einige der Dinge, die du dafür erledigen musst, funktionieren nur dann, wenn du eben in einem Land lebst, wo du hier frei Dinge gestalten kannst, ohne dass du steuerlich von einem Finanzamt hier etwas aufs Dach kriegst. Das folgende Beispiel, das ich machen werde, lässt sich natürlich auch auf andere Länder übertragen. Ich gehe jetzt in meinem Beispiel einfach davon aus, dass du in Dubai wohnst und dass du außerdem eine Gesellschaft hast in Zypern und mit dieser Gesellschaft hier du E-Commerce machst. Ich gehe des Weiteren davon aus, dass du aus dieser Gesellschaft ungefähr 120.000 Euro pro Jahr empfängst, als Gehalt, als Dividende, wie auch immer, und dass das auch der Betrag ist, den du in Zukunft gerne in deinem neuen Wohnsitzland, eben in diesem Hochsteuerland gerne beziehen möchtest, also 10.000 Euro im Monat. Wie gesagt, ich werde jetzt hier gleich eine Gesellschaft aus Dubai und Zypern verwenden. Man könnte das Gleiche natürlich noch einfacher auch mit 2 US-LLCs machen, das ist ganz klar. Aber wenn du unsere Videos regelmäßig anschaust, dann weißt du ja, gerade Deutsche haben mit LLCs so ihre Probleme, denn dort gibt es die erweitert beschränkte Steuerpflicht, also gewerbliche Einkünfte aus solchen Briefkastengesellschaften sind dann nach dem Wegzug noch in Deutschland zu versteuern für 10 Jahre. Schweizer und Österreicher haben das Problem nicht, aber eben um diese Problematik zu umschiffen, habe ich gesagt, verwenden wir eben hier in meinem Beispiel keine LLCs. Wie gesagt, in meinem Beispiel, das ich dir gleich zeigen werde, gehe ich davon aus, dass du in Dubai wohnst, gleichzeitig aber eine Gesellschaft in Zypern hast. Ich gehe ebenfalls natürlich davon aus, dass diese Gesellschaft in Zypern eine richtige Betriebsstätte hat. Ja, auf das Thema Betriebsstätte und was das für steuerliche Implikationen hat, will ich jetzt nicht eingehen, aber wir gehen einfach davon aus, du bist in Dubai, aber die Gesellschaft ist in Zypern. Deine Dubai-Gesellschaft hat eine Betriebsstätte, weil du dort lebst in Dubai, weil du sie leitest. Und in Zypern hast du eben anderweitig für eine ordentliche Betriebsstätte gesorgt, durch lokale Substanz, Geschäftsräume, Mitarbeiter etc. pp. Ich gehe des Weiteren in meinem Beispiel davon aus, dass du 100.000 Euro frei verfügbares Kapital auf deinem persönlichen, auf deinem privaten Konto hast, was du hier für diese Übung, die wir gleich hier durchexerzieren, verwenden kannst. Auch hier lassen sich natürlich andere Beträge verwenden. Das ist ja nur mein Beispiel. Also, los geht's. Das bist du und dein Wohnsitz ist in Dubai. Dann hast du noch eine E-Commerce Limited in Zypern. Wie gesagt, sie bezahlt dir pro Jahr ungefähr 120.000 Euro. An diese E-Commerce Limited in Zypern gibst du nun ein Darlehen von 100.000 Euro. Das sind die 100.000 Euro, die du frei verfügbar hast, wie ich gerade eben erwähnt habe. Dann schreibst du von deiner Firma in Dubai eine Rechnung an deine Firma in Zypern für den gleichen Betrag, für die 100.000. Was ergibt sich jetzt hier raus für eine buchhalterische, für eine finanzielle Situation? Also, du überweist 100.000 Euro
an deine Firma in Zypern als Darlehen. Nun wird also in Zypern in der Bilanz hier ein Darlehen geführt für dich als Verbindlichkeit, was die Gesellschaft dir gegenüber hat, für 100.000 Euro. Die 100.000 Euro werden weiter überwiesen nach Dubai. Da kommt ja eine Rechnung. Diese Position befindet sich aber natürlich nicht auf der Bilanz, sondern auf der Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt also, die 100.000 bleiben natürlich in der Bilanz stehen als Verbindlichkeit. 100.000 zahlst du an die Firma nach Dubai weiter. Dann lässt du dir die 100.000 wieder auszahlen von deiner Firma in Dubai, entweder als Gewinnausschüttung. Du weißt ja, das ist in Dubai auch steuerfrei, wenn du einen Umsatz von umgerechnet ungefähr 750.000 Euro oder weniger hast, oder du kannst dir auch als Gehalt bezahlen lassen. Spielt also keine Rolle. Jedenfalls hast du dann die 100.000 wieder zurück in deiner Tasche auf deinem Konto. Das Ganze machst du jetzt 5-mal durch. Exerzierst du das also durch diese Übung, ja? Das heißt, die gleichen 100.000 schickst du hier ein paar Mal im Kreis herum. Natürlich ist dabei zu beachten, dass diese Rechnungen aus Dubai keine Scheinrechnungen sein können. Musst du dir eben überlegen, welche Dienstleistungen du hier in Rechnung stellst an deine Firma in Zypern. Wie gesagt, der Österreicher ist oder Schweizer kann auch hier 2 LLCs verwenden. Dann ist es sogar noch einfacher. Aber auch in Zypern, denke ich, wird das Ganze hier für dich kein Problem verursachen bei der Steuer. Aber dennoch, man muss es natürlich berücksichtigen. Also, du exerzierst das Ganze 5-mal durch. Was ist dann das Endergebnis? Das Endergebnis ist, dass die Firma in Zypern 500.000 Euro Schulden bei dir hat. Okay? Also, deine Firma in Zypern hat nun 500.000 Euro Schulden bei dir. Gleichzeitig generiert diese Firma in Zypern einen Gewinn von ungefähr 120.000, 150.000 Euro im Jahr, sagen wir mal. Jetzt ziehst du also in das Hochsteuerland um. Was passiert nun? Sobald du in dem Hochsteuerland angekommen bist, fängt die zypriotische Firma an, das Darlehen, das du ihr gegeben hast, respektive die Darlehen, die 5 Darlehen, die du ihr gegeben hast, dir zurückzubezahlen. Jeden Monat 10.000 Euro. Diese 10.000 Euro, die du dann bekommst von der Firma in Zypern, und wie gesagt, die 500.000 reichen ja dann 4 Jahre aus, wenn wir sagen, dass du hier 120.000 pro Jahr bekommst. Wenn du ein bisschen mehr machst, natürlich kannst du auch für 5 oder 6 Jahre machen. Aber mal angenommen, du bekommst jetzt jeden Monat 10.000 aus Zypern, dann sind diese Beträge in deinem neuen Wohnsitz in dem Hochsteuerland nicht zu versteuern. Denn es sind ja Darlehensrückführungen. Darlehen, die du der Gesellschaft gegeben hast, lange bevor du in das neue Hochsteuerland umgezogen bist. Das bestand also alles schon vorher. Du bist umgezogen in dieses Land und die Firma hat bei diesem Umzug die Verbindlichkeiten bei dir gehabt. Du musst diese 10.000 im Monat, diese 120.000, die du pro Jahr bekommst, nicht mal in der Steuererklärung angeben, in deinem neuen Zuhause, in dem Hochsteuerland. Denn es handelt sich ja dabei nicht um Einkommen. Die Rückzahlung von Darlehen sind kein Einkommen. Ja, das heißt, das musst du absolut nirgendwo erklären. Es besteht hier auch nicht die Gefahr, dass es eine verdeckte Gewinnausschüttung ist. Denn du kannst ja nachweisen, falls dich dennoch mal irgendjemand fragen sollte, der Steuerbehörden, dass du tatsächlich an die Firma in Zypern 5-mal 100.000 Darlehen gegeben hast. Du kannst die Kontoauszüge zeigen. Du kannst sagen, hier, 5-mal habe ich 100.000 überwiesen an meine Firma in Zypern. Ich habe ihr 500.000 Darlehen gegeben und das, bevor ich hier umgezogen bin in dieses Land. Und das ist auch der Vorteil, das Ganze auf diesem Weg zu machen. Würdest du nämlich einfach von der Firma in Zypern Darlehen bekommen, wenn du im Hochsteuerland lebst, dann wird sofort in dem Hochsteuerland hier vermutet, dass es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung handelt, denn du bezahlst ja keine Zinsen an die Firma in Zypern. Willst du ja auch gar nicht. Aber hier haben wir eine komplett andere Situation. Hier bekommst du kein Darlehen, sondern du hast der Firma ein Darlehen gegeben und bekommst jetzt nur eine Darlehensrückzahlung.
Rückzahlung. Somit kannst du nun also für mehrere Jahre in diesem Hochsteuerland leben, ohne dass du letztlich irgendein Einkommen dort erklären musst. Du musst keine Steuererklärung ausfüllen, wenigstens wenn du keine Einkünfte hast. Hast du natürlich Einkünfte und wie gesagt, die Darlehensrückzahlung, das sind keine Einkünfte, dann musst du selbstverständlich eine Steuererklärung einreichen. Und es gibt natürlich auch noch einen anderen Punkt. Ich meine, manche Länder verpflichten dich, hier Beteiligungen an Auslandsgesellschaften in der Steuererklärung zu melden. Das heißt, in der Steuererklärung, die fällig werden würde, nach deinem Wegzug in dieses Land, müsstest du möglicherweise hier diese Beteiligung erklären. Daher kann es Sinn machen, auch noch vor deinem Wegzug die Anteile an der Firma, an eine Vertrauensperson abzugeben. Hier musst du nun als Deutscher natürlich aufpassen, denn du weißt ja, 5 Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland bist du noch unbeschränkt Erbschaft und schenkungssteuerpflichtig. Überträgst du also irgendwelche Firmenanteile dann an Familienmitglieder, Freunde, Vertrauenspersonen, dann löst das möglicherweise Schenkungssteuer aus in Deutschland. Oder wenn du in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist, gilt das Gleiche für 10 Jahre. Das sind Dinge, die diesbezüglich zu beachten sind. Ja. Da muss man also vielleicht dann nochmal nachbessern. Aber ansonsten hast du eben so eine Methode geschaffen und einen Weg, wie du mehrere Jahre in einem Hochsteuerland leben kannst, Zahlungen aus der zypriotischen Gesellschaft nicht versteuern musst, denn es handelt sich nicht um Einnahmen oder Gewinnausschüttungen, sondern es handelt sich um Darlehensrückzahlung. Natürlich sind es de facto Gewinnausschüttungen, denn die zypriotische Firma macht ja einen Gewinn. Diesen Gewinn versteuert sie auch in Zypern, aber anstatt den versteuerten Gewinn dir als Dividende auszuzahlen, welche du in deinem neuen Wohnsitzland deklarieren und versteuern müsstest, macht sie eine Darlehensrückzahlung, die keine Einnahme ist und daher in deinem neuen Wohnsitzland weder versteuert noch deklariert werden muss. So kannst du hier also mit sehr wenig Aufwand, mit sehr wenig Erklärungspflichten und natürlich auch mit konkurrenzlos günstigen Steuersätzen in einem Hochsteuerland für mehrere Jahre leben. Wir haben Mandanten übrigens, die haben das gemacht mit sehr großen Beträgen. Da ging es nicht nur um 100.000, die da hin und her geschickt haben, sondern da ging es um einige Millionen. Die konnten dann also komplett für viele Jahre komplett steuerfrei leben, weil sie eben diese historischen Darlehen hatten, die sie einfach wieder zurückbezahlt haben. Ja, also das sind sehr erprobte Methoden. Dennoch würde ich dir natürlich 100%ig empfehlen, das zunächst mit einem Steuerberater oder Rechtsanwalt zu besprechen und dann natürlich vor allen Dingen mit einem Steuerberater in dem Wohnsitzland, in welches du umziehen möchtest. Generell kann man natürlich sagen, dass es viele Länder nicht sehr positiv sehen, wenn du dort für viele Jahre lebst und überhaupt keine Steuern bezahlst. Ja, das muss man auch bedenken. Die können dir das Leben schwer machen, auch wenn sie eigentlich nichts gegen dich in der Hand haben. Deswegen sage ich, mach es für ein paar Jahre, aber dann überleg dir gut, ob du das weitermachen willst und kannst. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du im Ausland lebst und möglicherweise dich steuerlich verändern möchtest oder ins Ausland umziehen möchtest und dich mit ähnlichen Themen befasst, dann schlage ich dir vor, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten genau mit solchen Lösungen, die ich dir gerade vorgestellt habe. Steuerliche Optimierung im Ausland, Vermögen aufbauen, Vermögen schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.